Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der 5. Folge unserer Serie über die legendäre Graue Eisenbahn von 1980 packen wir heute den ersten Baukasten mit einem 12-Volt-Motor aus. Es gab 2 Lokomotiven und 2 Starterpackungen. Von denen schauen wir uns heute die kleinere an. Es ist der weniger bekannte und seltenere Güterzug 7730. Er war zwar 3 Jahre lang im Sortiment, aber nicht in allen Ländern. Im zweiten Jahr 1981 war das Set im 18-seitigen europäischen Eisenbahnkatalog für Großbritannien, Frankreich und in Italien nicht mehr enthalten. Die Doppelseite ist halb leer. Im 22-seitigen deutschen Katalog wurde das Set weiterhin angeboten. Der 12-Volt-Güterzug 7730 ist das Nachfolgeset vom Güterzug 725 von 1974. Und 1983 wurde es schon wieder vom 7727 mit den roten Kolben abgelöst. Es ist eigentlich keine richtige Starterpackung, weil kein Fahrregler dabei war. Im Idee- und Spielkatalog war das Set mit 127 D-Mark angeschrieben, dazu musste man sich aber den 90 Mark teuren Transformator 7864 noch getrennt dazu kaufen, wenn man nicht einen alten Transformator oder einen handelsüblichen Modellbahnfahrregler zu Hause hatte. Für das Weihnachtspaket musste man also insgesamt 217 D-Mark ausgeben, das würde heute einer Kaufkraft von ungefähr 230 € entsprechen. Diese Packung enthält den besonders teuren roten Motor, der nur in 3 verschiedenen Eisenbahnsets vorgekommen ist. Es gibt die gleichwertigen Varianten mit dem alten und dem neuen Stecker. Die üblichen Preise liegen bei 140 €, mit etwas Glück kann man den Motor womöglich auch um 100 € finden. Der rote Motor ist jetzt das teuerste Lego-Teil, das ich besitze. Der zweite große Posten in diesem Set sind die 4 schwarzen Fenster, für die man insgesamt 50 € rechnen muss. Ein schmales, schwarzes 1x2 Fenster kostet um die 20 €, ein 2x2 Fenster immerhin 6 bis 7 €. Die 3 gelben 4x4 Kegel vom Silowagen gibt es in der alten Form ohne Technikachsloch, nur in diesem Set allein. Aber auch für die neue Variante muss man 4 bis 5 € das Stück rechnen. Mit diesen wenigen teuren Teilen hier sind wir also schon bei 200 € und da sind die roten Puffer noch nicht dabei. Das Set besteht insgesamt aus 516 Teilen, die restlichen Einzelteile machen ungefähr noch 100 € aus, wenn man sie nicht schon im eigenen Steinelager vorrätig hat. Insgesamt muss man für dieses vollständige Set also mindestens 250 € rechnen. Man muss ganz besonders auf die Aufkleber achten, die meist nicht eigens bewertet werden, aber für das Erscheinungsbild des originalen Modells sehr wichtig sind. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das 7730 als vollständiges Set zu kaufen. Wegen dem roten Motor und den originalen schwarzen Fenstern war es mit Abstand das teuerste Set, das ich gekauft habe. Ich habe die Bestellung mit den Einzelteilen für die Dampflokomotive 7750 kombiniert, die sich den roten Motor mit dem Güterzug teilen muss. Das Paket haben wir ja schon vor 2 Wochen wegen dem roten Motor und den Schienen ausgepackt. Über die schlechte Verpackung habe ich mich schon ausreichend beschwert, aber heute kommt noch eine zweite Ernüchterung. Es fehlen nämlich mehr als die Hälfte der Aufkleber, obwohl das Set vollständig mit Sticker verkauft wurde.
Lego ist eine kreative Bau- und Spielbahn und keine Modellbahn. Aber die Güterzug-Tenderlokomotive 7730 hat doch eine sehr starke Ähnlichkeit mit der Baureihe 80, die als Verschublokomotive bei der Deutschen Reichs- und Bundesbahn eingesetzt wurde. Der schön ausgestaltete Tender und die Seitentüren geben der Lokomotive ein viel realistischeres Aussehen. Am roten Motor befinden sich die 4 angetriebenen und die 2 mitlaufenden Räder. Wir machen jetzt eine kleine Testfahrt und sehen, wie sich das Gestänge bewegt und vergleichen alle 3 Dampflokomotiven, die wir bisher aufgebaut haben. Die Schiebezuglokomotive 7810 hat das Führerhaus hinten offen und die 7710 auf der Seite. Die 7730 hat von allen 3 ähnlichen kleinen Dampflokomotiven den am schönsten gestalteten Führerstand. Während der Fahrt sehen wir die Bewegungen der wunderschönen neuen Treib- und Kuppelstangen, die im Kolben eingehängt sind. 3 Ballastgewichte sind als seitliche Wasserkästen und als hinteren Kohlenbunker eingebaut. Die 45 Tonnen Leermasse am Aufkleber kommen ungefähr hin, aber das Original hatte 5 statt 2,8 Kubikmeter Wasservorrat und konnte 2 statt einer Tonne Kohle bunkern. Vorne fehlt am 1x2-Stein der Aufkleber mit der Betriebsnummer. Vorne schaut das Lenkrad als Rauchkammerverriegelung doch etwas sonderbar aus. Hinter dem Kamin sind auf dem Dampfkessel 2 schwarze Minifigurenköpfe als Dampfdome aufgesteckt. Der Führerstand hat eine neue Aufstiegsleiter und die neuen Eisenbahntüren. Der Kohlekasten hat auf der Rückseite 2 Aufstiegsleitern. Oben ist der Kohlekasten vor den Rückfenstern mit 2 Dachsteinen vorbildgerecht eingezogen. Den roten Motor gibt es, wie gesagt, in der älteren Ausführung von 1980 mit 2 Steckerlöchern und dieser ist in neuere Ausführung von 1981 mit 3 Steckerlöchern. Hier sehen wir an der Unterseite am Motor die Schleifer für die 12 Volt Stromschienen. Die äußeren Achsen sind angetrieben und das Mittelrad ist mit der Nabe einfach in die schlüsselförmige seitliche Öffnung des Gehäuses eingehängt. Dieses Modell hat keine Lokomotivgrundplatte. Direkt am Motor sind vorne und hinten an den Haltern umgekehrte Schrägsteine eingehängt. Der Rahmen ist aus Platten gebaut und mit 18 Noppen ist das die längste dreiachsige Lok. Auf den hinteren Anbau kommt der Führerstandboden mit links und rechts 2 Einstiegsleitern und hinten ein 2x6x2 Ballastgewicht als Kohletender. Am Kohlekasten steht links und rechts ein teures, schwarzes, schmales 1x1x2 Fenster. Am Dach fehlt auch hier wieder ein Aufkleber mit der Betriebsnummer. Zwischen den Fenstern und den Schrägen vom Tender und vom Dampfkessel gibt es eine offene Lücke zum Durchschauen. Auf der Seite vom Führerstand sind die Türen und ein schwarzes 1x2x2 Fenster. Es ist die einzige kleine Lego-Lokomotive ohne Spitzenlicht am Dampfkessel. Dafür gibt es ein kleines schwarzes Lenkrad als Verriegelung der Rauchkammertür. Durch die Führerstandstür sehen wir den Armaturenaufkleber am Dampfkessel. Die seitlichen Wasserkästen und der hintere Kohlentender bestehen aus 3 2x6x2 Ballastgewichten. Die 55 Gramm schweren Gewichte erhöhen das Eigengewicht der Lokomotive auf 384 Gramm. Sie verbessern die Schienenhaftung und ermöglichen 180 Gramm Zugkraft.
Jetzt setzen wir auf denselben Motor das Gehäuse der Schiebelok 7810, die ohne Ballastgewichte mit 274 Gramm mehr als 100 Gramm weniger wiegt und durch die geringere Haftung nur noch eine Zugkraft von 120 Gramm statt 180 Gramm auf die Schienen bringt. Der einsame Rekordhalter bleibt aber immer noch die erste alte blaue Lokomotive von 1966. Sie war ein Schwergewicht mit 437 Gramm und einer Zugkraft von 210 Gramm. Zum 12 Volt Güterzugsetz 7730 gehören 3 Waggons. Der rote zweiachsige Hochbordwagen hat den üblichen 16 Noppen langen Unterbau. Die schwarzen Eisenbahnräder der Güterwagen schauen viel schöner aus als die roten Eisenbahnräder, die wir bisher an den kleinen Personenwagen gesehen haben. Die 4 Paletten gehören nicht in diesen Waggon hinein, das ist das Ladegut für den Kühlwagen. Als Luken sind in die Seitenwände Fensterrahmen eingebaut mit Fensterläden, die man zum Entladen aufmachen kann. Im Video schaut die Farbe braun aus, aber die Steine sind ganz normal rot. Der zweite Waggon ist ein weißer Kühlwagen. Den Unterbau lockern hier 2 graue Platten auf. Vorne ist mit 2 grauen Leitern und einem schwarzen Bügel ein Wartungssteg angebaut. Auf der Rückseite gibt es eine hochgestellte Bremserkabine. Auf der Seite sind hier die falschen alten 2x1 Fenster mit dem breiten Fenstersims eingebaut, die es nur bis 1972 gegeben hat. Auf beiden Seiten kann man 4 weiße Garagentüren aufmachen, die hier schon ziemlich stark vergilbt sind. Zum Verladen der Paletten gibt es einen kleinen Gabelstapler mit den typischen runden, transparenten Eisenbahnscheinwerfern, hier ganz selten in transparent weiß. Den Gabelstapler gibt es schon seit 1972, bei diesem hier fehlt die Feder. Ein weiterer Mangel bei diesem angeblich vollständigen Set, das ich teuer gekauft habe. 1976 hatten wir ja einen ähnlichen weißen Kühlwagen mit Bremserkabine und Stapler, das Set Nummer 147. Im Vergleich zum neuen Zug sieht er doch ziemlich alt und klein aus. Vom alten Stapler können wir uns jetzt die funktionierende Gabel mit der vollständigen Feder ausleihen und wir können die Paletten in den Kühlwagen ein- und ausladen. Wir schließen die Laderaumtüren vom Kühlwagen und kommen jetzt zum dritten und letzten Waggon von diesem Güterzug. Es ist ein Silowagen mit 3 gelben Silos, ein sogenannter Zementwagen. Auf einer normalen 6x16 Grundplatte sind zwischen den Achsen 4 graue Aufstiegsleitern angesteckt. Auf der Ladefläche stehen 3 gelbe Silos mit Technik-Achshaltern auf grauen 1x1 Platten als Anschlussstutzen. Die gelben Silos sind aus Makaronisteinen gebaut und 3 Steine hoch. Die Silokuppeln bestehen aus gelben Kegeln. Bei meinem Set ist die neuere Variante mit dem Achsloch dabei. Vorne und hinten hat der Waggon schwarze Bügel. Mit diesem dritten Waggon ist der Güterzug vollständig. Bei diesem Set war keine Laderampe dabei und das Schienenoval hat nur 2 gerade Schienensegmente.
Obwohl ich das Set auf Bricklink vollständig mit Aufklebern gekauft habe, fehlen hier mehr als die Hälfte davon und ich habe mir inzwischen noch keinen Replacement-Stickerbogen besorgt. Ich versuche die fehlenden Aufkleber von den anderen Replacement-Stickerbögen zu ergänzen. Auf den Hochbordwagen kommen insgesamt 4 weiße Deutsche Bahn-Aufkleber und auf den Kühlwagen 4 schwarze. Die fehlenden Betriebsnummern 7730 vorne und hinten an der Lokomotive kann ich jetzt noch nicht ersetzen. Bei Bricklink gibt es normalerweise keine Originalfotos und man erwartet sich eigentlich nur professionelle Angebote, die der Beschreibung entsprechen. Ganz im Gegensatz zu den anderen Plattformen wie Kleinanzeigen oder eBay, wo man immer besonders gut aufpassen muss. Auf der Packung gibt es 2 Fotos mit Alternativmodellen, um die Lego-Idee vom kreativen Baukasten zum Auf- und Umbauen darzustellen und die Lego-Spielbahn von der üblichen H0-Modellbahn abzugrenzen. Das erste Alternativmodell ist eine Dampflok, die sehr ähnlich wie das Hauptmodell ausschaut. Das zweite Alternativmodell ist eine schwarz-rote Dieselverschublok. Und das dritte Modell müsste ein Pfannenwagen für Roheisen darstellen. Jetzt vergleichen wir den 12 Volt Güterzug 7730 mit dem 4,5 Volt Batteriegüterzug 7720. Wir sehen den auffälligen Unterschied in der Gestaltung der Bremserkabinen vom Kühlwagen und vom Hochbordwagen. Wir lassen den Zug noch einige Runden drehen und mit diesen Bildern müssen wir das heutige Video leider auch schon wieder abschließen. Am nächsten Freitag bauen wir einen weiteren 12 Volt Güterzug mit der blauen Rangierlokomotive 7760 und mit einigen Waggons. Bis dahin bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr heute alle zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!